und dann geht's weiter. Wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Strand. Das sieht echt entspannt aus. Also hier wieder Abenteuertour. Die mal wissen wollten, wie es so im Hinterland, San Francisco, Half Moon Bay. So sieht's hier aus. Könnte auch zwischen Remscheid und Hagen sein. Nein! Es ist schon irgendwie ein bisschen tropischer, aber schön ist es trotzdem. Nichtsahnd haben wir Mammutbäume entdeckt. Alto Belly. Ich hab schon die coolen verpasst, aber hier sind noch dickere drin. Sobald wir noch ein paar größere finden, sagen wir euch Bescheid. Es kommt gar nicht so rüber im Video, ne, wie gigantisch diese Teile sind hier. Man erkennt die, dass sie mal gebrannt haben. Ja? Wow, wir haben alle mal gebrannt. Ja, wie haben wir diese Stelle wieder entdeckt hier? Super cooler Riesenwald. Durchs Bogenschießen. Julia ist schuld, sie hat den Platz gefunden. Da so ein Häuschen möchten wir auch haben, Andi. Ich bin jetzt hier bei den Kings Mountain Archers in einem wunderschönen Gebiet, wo es auch Redwoods gibt und große Mammutbäume. Und jetzt gucke ich mich mal hier um. Es scheint wohl ein schöner kleiner Parcours hier zu sein. Ich nehme an, dass die hier Abschussflöcke irgendwo haben. Noch weiß ich nicht, wie es läuft. Ich werde es wohl irgendwie herausfinden. Mal gucken, wo der Anfang ist. Aha. Archery Fire Road. Das ist richtig professionell hier, ne? Muss man ja schon sagen. Ich glaube, ich bin ein bisschen kurze Hose so. Scheiße. Vielleicht doch ein bisschen frisch am Tisch. Oh, da habe ich mir Sorgen gemacht, den Eingang zu finden. Ist ja nicht zu übersehen, oder? So, hier geht's zum Ziel. 1 bis 14. Okay, dann lassen wir uns doch mal drauf ein. Magisch. An deinem alten Schuh. Du sagst, wir müssen weiter. Sehr schön. Also Leute, auch wenn die hier kaum oder gar nicht 3D-Ziele haben, ne? Wie man hier schon... Oh, mein Walkie-Talkie hat gesprochen. Okay, der Till macht jetzt Haier und ich filme jetzt ein bisschen. Da unten, ne? Das sind natürlich nur einfache Ziele. Warum? Die werden hier sehr oft geklaut, habe ich jetzt so gehört, und werden kaputt gemacht. Tja, wenn das sehr kommerziell betrieben wird und mehr publik wird, dann hast du mit solchen Problemen zu kämpfen, nicht wie bei uns. Das sind mal Abschusspositionen hier, ne? Also das nenne ich mal einen Flock. Ja, da können hier 3, 4 Leute direkt nebeneinander stehen. Von oben und von unten. Es gibt hier die 23 Markierung und die 25er Markierung. Bis zu 4 Leute können hier stehen. Da ist das Ziel. Entspannte 25 Meter oder so. Also die sagen hier irgendwie Animal. Es muss irgendwie Animal geben, aber ich weiß nicht wo. Ach, jetzt weiß ich auch übrigens, was Kupp heißt. Unter 12 Jahren. Oh, da habe ich mich aber blamiert gestern, war. Also Hunter ist hier 23 plus 20 oder so, 25er Marke. Von den Dingern wollen wir auch schießen. So, ich glaube, jetzt habe ich es auch verstanden. Das heißt nämlich immer hier 4 Schüsse at 30 Markierung, wenn du Field bist. Hunter ab 28, wir gehen ein bisschen näher ran, ne? Merkt ihr was? Wie beim Andi auch. Ich nehme mal an, das sind Yards. Wir gucken mal später, was Yards eigentlich bedeutet. Hier, so machen die ihre Flöcke. Da werden irgendwelche kleinen Baumstümpfe für benutzt. So, ne? Und hier echt, also Markierungen haben die hier genug, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich will natürlich auch nicht diese Wahnsinns-Natur vorenthalten. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir gleich noch ein paar Redwoods oder so. Also jedes Ziel hat irgendwie echt verrückte Regeln. Hunter ist 4 mal ab 11. Guck mal hier, die gehen 11 Yards nah ran. Das heißt also gar nicht von hier hinten. Brauche ich gar nicht. Sondern von hier. Na, das ist doch mal ein Kinderspiel, würde ich sagen, oder? Ich kann jetzt gar nicht einschätzen, was jetzt gut oder schlecht oder so. Ich glaube, ich würde sagen schlecht, ne? Ich habe hier die Mitte nicht getroffen. Tja, lassen wir mal so stehen. Also sehr interessante Bäume haben die hier. Guck mal, was ist mit dem? Sieht aus, als hätte einer Schokolade drüber gekippt. Knüppelhart und voll glatt. Ich komme nicht voll schnell vorwärts hier, aber guck, ey, also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ne? Die haben zwar keine Tierchen hier drin stehen, aber das ist ein Wald. Ich glaube, das kommt in der Kamera gar nicht so rüber, ne? Aber was für eine Kulisse. Eine Scheibe diesmal nur. Was sind denn die Regeln? Oh, hier ist nur einfach. Was machen wir? Wir bleiben hier in der Hunter-Modus, ne? 32 ist hier. Oh, es gibt auch einen 35. Schuss. Oh, dann machen wir doch mal einen langen Schuss hier. Das ist doch schön. Bisschen weit. Ach, darf nur einen, ne? Oh. Tja, das ist ein ganz schönes Stückchen weg von der Mitte hier, ne? Aber ey, wenn wir jetzt mal überlegen, dass der ein Kill bei so einer großen Entfernung vielleicht so groß wäre. Ja gut, das Kill hätte auch hier sein können, ne? Wäre ich auch draußen. Einigen wir uns, dass das Schwarze mal getroffen werden muss. Oi, 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 oi. Also guckt euch mal hier diese gigantische Mann. Das kommt gar nicht rüber, ja? Ich muss mich da gleich mal nebenstellen, damit ihr mal checkt, was das für Okolyten sind hier eigentlich. Also irgendwas hat da oben gerade unheimlich rumgeheult. So, jetzt werden sie aber ein bisschen verrückt hier. Jetzt wollen sie auf 50 Meter ist diese Distanz. Tja, tue ich mir das an? Ja, komm, machen wir mal, wa?
Ich bin aber auch ein Trottel, ne? So, guck mal hier, warum die so viele Flöcke haben, ja? Das ist hier ein Pfeil von hier, ein Pfeil von hier und so weiter und so fort. Oh, ist doch cool. Wenigstens ein bisschen Abwechslung. Was ist denn die Kletterei? Das sind, glaube ich, 36 Yards. Wird doch so langsam, ne? Würde ich sagen. Also wenn das mal kein X war hier. Aber da immer diese zwei. Also hier die Wunder der Natur, ne? Ich bin ja kein Experte, aber da kommt ein Ast raus. Und dann geht der Ast hier so hoch. Und da geht der Ast wieder rein. Wie geht denn sowas, Leute? Habt ihr mal sowas gesehen? Also das ist ja hier reingewachsen irgendwie, ne? Alter, ist das eine Rinde, ja? Nur mal so zum Vergleich. Mein kleines Patschehändchen. Ey. Und das sind auch die Kleinen. Wir müssen mal die Großen gleich sehen. Ich hoffe, ich komme an einem vorbei. Das, was die bei Hunter machen, das finde ich eigentlich eine echt ganz spannende Idee, ja? Also du hast hier irgendwie einen Schuss von hier, 64 Yards. Und dann machst du hier so dein Walk-up so immer näher drauf zu. Ja, guck mal hier, wie das so läuft. Ja, da kommt noch mehr da vorne. Bam, 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 bam. Das ist also nicht nur leicht und Kinder und sowas, sondern es ist einfach mal, dass man eine Schussbahn aus mehreren Ecken schießen kann. Also das würde auch so eine Variation bringen. Ne? Also finde ich eigentlich mal ganz interessantes Ding. Also hier ist nochmal ein richtig dicker Baumstumpf. Ne? Also hier so zum Vergleich, ne? Mein kleines Füßlein, hier so schlankes Bein. Und das ist hier alles, hat alles mal gebrannt. Die Redwoods, die brauchen nämlich Feuer, um überhaupt ihre Samen rauszuplöppen und zu gedeihen. Alter, es kommt gar nicht rüber im Video, ne? Boah, müsst ihr mal hinfahren. Das ist mal ein Baumstumpf, ey. Ho. Guck mal hier, mein kleiner Bogen. Alter Belly. Raus aus dem Wald. Oh, jetzt hier kleine Lichtung, kleine Verschnaufpause kann man hier machen. Das sieht hier nach einem großen, weiten Schuss aus. Ich soll wieder hier nach dieser Claire rufen. Das ist ein 80-Meter-Schuss. Also mein Pfeil wird so derbe in der Walachei landen, das wird nichts. Aber wir probieren es mal. Jetzt hat die Aufnahme nicht geklappt, verdammt. 80 Meter. Ich habe natürlich den ersten völlig zu tief geschossen. Den zweiten gar nicht so schlecht. Ich bin auf jeden Fall auf der Scheibe gewesen. Linie war gut. Geil, den Pfeilflug mal auf so lange Distanz zu sehen. Ja? Wann haben wir bei uns mal solche 80 Meter Schüsse? Das muss ich mir gleich mal umrechnen hier. Jetzt wandere ich da erstmal hin und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Ist auch lustig, ne? Hier kommen überall nochmal Abschussflöcke auf dem Weg dahin. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Da ist voll die Schlucht, wo ich drüber geschossen habe. Ja, wie komme ich denn an meine Pfeile wieder ran? Ich wandere mal. Oh, von da hinten. Da unten schön ins Holz geballert. Der wird wahrscheinlich hinüber sein hier. Gucken wir gleich mal an. Aber das ist eine Abweichung, mit der bin ich doch zufrieden. Oh, ein Sturm zieht auf. Ich glaube, ich sollte mal vielleicht aus dem Wald raus. Oh. So, jetzt bin ich fertig mit der Welt. Das war ganz schön schwitzig dann noch hinter den Berg rauf. Wir sind jetzt wieder ready, um weiterzukommen. Das war also ein ganz toller Parcours. Es fängt langsam an zu regnen. Deswegen mache ich jetzt die Sause hier. Ich bin nämlich ein Bogenschütze. Ne? Ich wollte schon Fotograf sagen, so ein Quatsch. Ja. So, und da oben ist der Eingang, ne, zu den Archers. Und bei so einem tollen Wald Daumen hoch.